Hallo liebe Lego-Fans, mein Name ist Jan und ich begrüße euch heute an diesem Lego-Tisch mit besonders vielen Sets, auch 2 unbekannten Sets und Zeitschriften und auch noch ein paar Details. Also es wird ein langes Video und deswegen wünsche ich euch jetzt schon viel Spaß mit dem Video. Und ja, als allererstes, bevor ich das Video erkläre, es gibt nämlich ein Gewinnspiel. Ihr gewinnt sozusagen Stories Microfighter Ewing. Und zwar, den gewinnt ihr, wenn ihr in die Kommentare schreibt, ich habe geliked, Hashtag Star Wars Brick. Dann könnt ihr den hier gewinnen. Und ja, ich wünsche euch schon mal viel Glück. Ihr müsst dann natürlich auch die Adresse schreiben. Ja, also das wäre wohl klar. Dann gibt es einmal einen lustigen Fehler in einem Sticker-Album. Das wollte ich auch noch am Anfang, so als kleines lustiges Fehler. Da steht, Padme Amidala lässt sich das Pot-Enne nicht entgehen. So, für die, die das haben, damit sie den Fehler auch anderen zeigen können. So, jetzt habe ich dir am Anfang erstmal ein paar Sachen gesagt. Jetzt fange ich erstmal an, ein bisschen das Video zu erklären. Es geht im Prinzip um, dass ich einmal die Geschichte aus dem FEMA-Tele, einmal das Review oben in der Infokarte verlinke, oder es ist eins, wozu noch ein Review kommt, und ich erzähle, wie ich daran gekommen bin und wo. So, ich dachte mir, wir fangen mal gleich an mit Encounter on Jakku. Das ist das Set mit dem Tedo, der nicht dazugehört, deswegen kann ich da jetzt nicht sehr viel sagen. Aber da kommt Rey, sammelt Schrott, sie ist ja eine Schrottsammlerin, sammelt immer wieder Schrott, den sie bei den Kojoten verkauft. Und dazu kriegt sie Rationen. Und dann kommt sie halt immer mal wieder zu ihm mit Rationen. Und irgendwann hat die erste Ordnung halt das Geld ausgestellt auf diesen Droiden, auf BB-8. Und dann hat er ganz schön viele Rationen angeboten, die jetzt abgelehnt. Dann kommt Finn, dann kommen Schläger und ja, das sind die meisten, wissen Sie ja. Und jetzt kommen wir zu der Geschichte, wie ich es bekommen habe. Ich wollte nur kurz sagen, aus dem 7. Teil am Anfang. Also, wie ich da rangekommen bin, ist auf eBay Kleinanzeigen. Also mein Vater hat mir eine Überraschung gemacht und ja, da habe ich mich halt richtig gefreut mit ein paar anderen Sets. Wie unter anderem den Mos Eisl's Cantina und den T-Jäger, den ihr da drüben seht, aber dazu noch später mehr. Das war Encounter on Jakku. Review oben verlinkt, wenn ihr mehr darüber wissen wollt. Und ja, dann haben wir den AT-AT aus der Filmstelle im 5. Teil mit dem General Verse, der vorne im Cockpit sitzt, genau wie auch im Film, und auf Hoth die Rebellenbasis zerstören will. Ja, dann müsste ja wohl jedem klar sein. Und dann ist er halt in dem AT-AT mit so richtig vielen anderen AT-ATs dazu. Und ja, und die schießen halt die ab. Und ja, Han Solo und Luke sind halt auch dabei. Guckt euch den Film selber an. Ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern. Und wie ich daran gekommen bin, meine Schwester ist krank, wie die meisten wahrscheinlich wissen, wer mein letztes Video gesehen hat. Und zwar, meine Schwester ist krank und ich habe von meinem Vater, weil ich ihnen auch sehr viel helfe und weil meine Schwester an diesem Tag wirklich sehr krank war, konnte ich das Video nicht aufnehmen. Ja, also bis in diesem Tag. Und ja, deswegen habe ich dieses Set bekommen, der AT-AT. Ich muss sagen, ein Bombe-Set zum Spielen und ein Bombe-Set zum Hinstellen. Also Maximum, wie gut es geht, dieses Set zu haben. Also es ist wirklich ein Set, wo man sagt, das muss man haben. Dann kommen wir zu Mos Eisl's Cantina, der kleinen Mos Eisl's Cantina. Und ja, wer es kennt, man sieht Greedo und Han Solo in der kleinen Mos Eisl's Cantina an ihrem Tisch, wie sie sich schießen. Und der Greedo wird sozusagen abgeschossen von Han Solo, weil er ein Kopfgeldjäger ist von Jabba, der ihn töten wollte, weil Jabba nicht das Geld zahlen konnte. Von Luke Skywalker hat er halt das Geld mit Obi-Wan bekommen, oder Leia Organa beziehungsweise. Und da hat er halt das Geld bekommen. Und ja, also hat er das Geld bekommen
Und das wollte er sozusagen Jabba zurückzahlen. Und Jabba war auch stolz und ja, guckt euch einfach selber die Fischstähle an. Und ja. Der Millennium Falcon, passend dazu, aber leider aus dem 9. Teil, also nicht perfekt passend, aber der ist auch cool. Und zwar genau wie man im 9. Teil sieht, fährt der Millennium Falcon mit sehr, sehr vielen, also so vielen Widerstandsraumschiffen dabei. Lando Calrissian mit Chewbacca, die sieht man. Fährt er so oft, mit so vielen, dass die mit der letzten Ordnung, mit all diesen Supersternzerstörern mithalten können. Das ist krass und da dann pennt diese Blitze, ja. Und Lando Calrissian ist der ehemalige Besitzer von Millennium Falcon. So, also nur aus Star Wars Story, sage ich nur dazu. Wie auch schon im Video erwähnt. Auch noch übrigens oben verlinkt. Und ja, das ist halt das Review und ja, das ist halt, und da oben hat er auch ein Shuttle dran gehangen und das Cockpit, ja, also das ist jetzt nicht, dazu gibt es ja auch noch mal einen separaten Millennium Falcon, aber das ist jetzt nicht der Millennium Falcon. Also gehe ich auch nicht genauer drauf ein. Dann haben wir mein letztes Video mit der Zeitschrift, tatsächlich den Luke Skywalker aus, ich glaube, das ist das Dagobah-Outfit. Es könnte das Dagobah-Outfit tatsächlich sein. Und ja, es ist ein Film, wo Yoda sein Essen isst und so weiter. Ich gehe auch nochmal auf die Sticker ein, das habe ich ja auch gesagt. Einmal Rey mit BB-8, das müsste wohl jedem Menschen bekannt sein. Einen Supersternzerstörer, Kylo Ren ohne Maske in wütend, Darth Maul und ein AT-AT und ein Lego Snowspeeder. So, ich würde sagen, der AT-AT-Review kommt noch, wie ich eigentlich schon angekündigt habe im Video mit der Zeitschrift. Ich habe gedacht, das Video ist jetzt cooler und jetzt kommen wir zur zweiten Sache, wo auch noch ein Review kommen wird, und zwar, ich hole es mal näher ran, der T-Jäger der Spezialeinheit. Woran kann man das erkennen? Es ist einmal sind das die T-Piloten der ersten Ordnung und in der Spezialeinheit können meistens 2 Leute in einem T-Jäger sitzen. Das ist die Besonderheit an diesem Spezialeinheit T-Jäger. Also so einen sieht man, in dem fliegen auch, glaube ich, sogar Poe Dameron und Finn im 7. Teil. Und ja, dann gibt es den halt auch nochmal, wo Rey und Finn fliegen. Sieht man den tatsächlich auch nochmal, wie er sie verfolgt, das sind auch von der Spezialeinheit. Und Kylo Rens Begleiter, wo sie Leia Organa und die anderen Gruppenmitglieder wie General Akbar auf der Brücke halt die Spezialeinheit, er konnte sich nicht trauen und da auf die Brücke geschossen haben. Wie ich da angekommen bin, selber, tut mir leid, selber Grund wie bei dem Set und dem Set und es ist derselbe Grund, also muss ich das jetzt nicht erwähnen. Und ja, also sehr cooles Set, empfehlenswert. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei jedem so ist, aber bei mir fliegen die Flügel leicht raus. Also mit Millennium Falcon ist es kein gutes Duell. Aber wenn man den Millennium Falcon müsste man da so hinstellen und damit fliegen, also trotzdem okay. Das sind halt die Sets mit ihrer Geschichte und der Geschichte aus dem Film. Ich möchte nur noch daran erinnern, das Gewinnspiel läuft, ihr kriegt das Set. Ihr müsst dann entweder, das werden wir noch regeln, entweder schreibe ich meine geschäftliche E-Mail in die Kommentare in die Beschreibung, oder ihr müsst die tatsächlich in die Kommentare schreiben, das würde ich aber eher ungern machen. Das werden wir sehen und dann kriegt ihr halt diesen Microfighter Hebel. So, ja, einfach, ich habe das Video geliked, Hashtag Star Wars Brick in die Kommentare schreiben. Dann gewinnt ihr das. Und ja, also welches Set ich am besten von den allen finde, ist einmal der Millennium Falcon und der AT-AT. Und am allerbesten der AT-AT, weil der AT-AT ist wirklich tatsächlich mein bestes Set, weil ich habe noch nie so ein gutes Set gesehen. So, das war's schon wieder. Das Video ist jetzt zu Ende. Spielt noch schön mit eurem Lego und habt Spaß.